Ich bin Yvonne und leite den Startup-Inkubator der Bochum Wirtschaftsentwicklung. Also ich habe in Duisburg Wirtschaftswissenschaften studiert, in Essen promoviert und dann bin ich über ein Startup-Projekt an die RUB gekommen. Da habe ich dann 2017 gestartet und da ging es darum, Studierende für Entrepreneurship zu sensibilisieren und dafür habe ich mir halt das Startup-Ökosystem habe ich das entdeckt und die Startup-Key-Player an die Uni geholt, damit Studierende Lust bekommen auf Gründen. Also ich habe mich einfach beworben auf Jobs. Ich wollte gerne an die Uni, weil ich halt immer super gerne an der Uni gearbeitet habe während meiner Promotion. Und auch zum Thema Startup bin ich ganz zufällig gekommen über dieses Projekt, auf das ich mich beworben habe. Und dann hat es mir aber super gefallen, also im Ruhrgebiet das Startup-Ökosystem und ganz besonders in Bochum, weil die Leute so nahbar sind. Man easy ins Gespräch kommt, die gerne zusammenarbeiten können und man dadurch super Kooperationen aufbauen kann. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass Berlin oder München halt die Startup-Hotspots sind. Aber wir jetzt im Ruhrgebiet ziehen auf jeden Fall nach. Und der Vorteil für Startups ist, dass man hier schneller auffällt. Also in Berlin gibt es so viele Startups, wenn man da irgendwie sein Produkt auf den Markt bringt, dann kriegt das keiner mit. Und hier kann man wirklich auffallen, wenn man die Angebote, die es halt eben gibt in Bochum oder auch bei den anderen Wirtschaftsförderungen in Anspruch nimmt, dann wird man sichtbar und kann dadurch halt viele Partner gewinnen oder auch Kunden. Ja, auf jeden Fall ist das Startup-Ökosystem und der Startup-Support hier gewachsen seit 2017. Da war schon einiges los, aber jetzt haben wir einfach super viele starke Projekte oder auch mit dem World Factory Startup Center an der Uni ist halt das ganze Ökosystem total gewachsen. Es gibt viel mehr Support-Angebote für Startups, viel mehr Events und weil ich jetzt seit 2017 hier unterwegs bin, kenne ich auch die Player und die sind halt mittlerweile nicht mehr nur Partner oder Kollegen, sondern schon Freunde und man freut sich irgendwie gemeinsam Sachen zu machen, Sachen anzustoßen und Startups zu unterstützen. Also im Werk X-Team sind das ich und der Werkstudent Ben, der unterstützt mich und wir organisieren alles, supporten die Startups. Das mache ich vor allem mit meinem Netzwerk, das halt seit 2017 total gewachsen ist. Und wir haben 2 Batches pro Jahr, die jeweils ein halbes Jahr gehen, mit 4 Startups. Und ja, für die mache ich so ein rundum Sorglos-Paket, also finanzielle Unterstützung, Mentoring, Coaching und vor allem vernetze ich die mit den wichtigen Playern, die brauchen, zum Beispiel Investoren, wenn die auf Kapitalsuche sind oder ich unterstütze die im Bereich Sales oder Kunden, dass die einfach so ihr Netzwerk kennenlernen und dass sie mehr Sichtbarkeit bekommen. Also ich bin super viel unterwegs. Ich gehe auf die ganzen Events, wo man wichtige Leute trifft. Das kenne ich auch, wirklich die Eventlandschaft und gucke, wen ich wo treffen könnte. Zum Teil ist es auch sehr gezielt, wenn wir zum Beispiel Startups aus bestimmten Branchen haben und ich weiß, die brauchen Kontakte im Health-Bereich oder im EdTech-Bereich, dann gehe ich gezielt auf die Suche nach diesen Kontakten, auf Veranstaltungen, dass ich mal persönlich mit denen quatsche. Dann vereinbare ich immer sofort irgendwie einen Kennenlerntermin vor Ort oder digital. Und dann versuche ich direkt irgendeine Kooperation zu etablieren. Dass halt man nicht nur sagt, ja, lass mal zusammenarbeiten und dann war's das, sondern dass man irgendwie direkt ein Kennenlernen mit den Startups organisiert oder ein gemeinsames Event auf die Beine stellt, dass es nachhaltig ist. Und diese Partnerschaften versuche ich halt zu wiederholen. Also diese Projekte, die man gemeinsam macht, dass sich das halt nachhaltig verstetigt. Und ansonsten mache ich auch viel über LinkedIn. Das ist jetzt so seit über einem halben Jahr das, was ich irgendwie verfolge, also mehr Sichtbarkeit über LinkedIn. Wenn irgendwas digital passiert, dann kriegen es alle mit und sonst weiß es halt keiner. Deswegen versuche ich über LinkedIn viel Sichtbarkeit zu erreichen und dadurch habe ich jetzt auch schon einige Kontakte herstellen können, die entweder einfach auf mich zugekommen sind oder die ich angeschrieben habe und dann haben wir uns wirklich getroffen und daraus sind Projekte entstanden. Also grundsätzlich haben wir alle Branchen vertreten in Bochum und Werk X ist auch branchenoffen. Und da, wo die Netzwerke noch nicht vorhanden sind, da versuche ich die eben aufzubauen. Aber besonders stark sind wir im Bereich IT-Security, gerade auch mit der RUB, mit dem HGI. Das ist eins unserer Innovationsfelder. Das zweite ist DigiHealth. Da haben wir mit dem Gesundheitscampus auch sehr starke Player, Startups und Unternehmen in Bochum. Und darüber hinaus gibt es aber noch viele andere. Wir haben jetzt zum Beispiel ein E-Commerce-Startup. Da habe ich jetzt auch einige Partnerschaften etabliert, die super stark sind. Im letzten Batch hatten wir ein EdTech-Startup. Das war auch richtig cool und
Da haben wir es auch geschafft, das Thema irgendwie größer zu machen und das Netzwerk zu etablieren. Also wir sind wirklich offen für alles. Eine Erfolgsgeschichte ist Glimskin. Das ist ein Startup, das hat hier die ganze Startup-Journey mitgemacht über die Betreuung beim World Factory Startup Center an der RUB. Dann zu uns, die haben auch Awards gewonnen, wie den Senkrechtstarter Award. Und die haben jetzt hier einen eigenen Store in der Innenstadt, der auch über ein Programm von uns unterstützt wird. Also die zahlen nur einen Bruchteil der Miete und die haben halt ein kosmetisches Gerät für die Haut, was die Haut verbessert und haben die Promotion drüber geschrieben. Also eine super starke Story über halt ein Produkt, wo man nicht denken würde, das ist typisch Bochum. Also bisher ist der Kontakt zu Investoren und anderen Initiativen total stark. Da passiert richtig viel. Ich würde gerne noch mal mehr kooperieren mit Unternehmern aus größeren Unternehmen, aus Konzernen, dass die halt ihr Wissen mit Startups teilen oder die auch unterstützen im Sales und so weiter. Also noch mehr Support-Programme für Startups, weil ich glaube, die brauchen einfach so nicht nur ein halbes Jahr finanziellen Support und auch räumlichen Support, sondern vielleicht ein Jahr oder anderthalb, dass sie fliegen können. Und das würde ich mir wünschen, dass sie auch nach dem Werk X noch mal ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr so eine finanzielle Unterstützung bekommen, Mentoring, dass die noch mal besser wachsen können. Privat würde ich mir wünschen, dass es in der Innenstadt kinderfreundlicher wird. Ich habe ja 2 kleine Kinder und komme gerne mit denen zu mir auf die Arbeit. Aber wenn man dann rausgeht, gibt es hier nicht mal einen Spielplatz oder so. Also das wäre toll, wenn da irgendwie mehr Möglichkeiten für Kinder geschaffen werden. Wie zum Beispiel dieses Dino-Projekt, die Dinos, die im Sommer da waren, das war toll. Da sind wir auch ganz oft in die Stadt gegangen und die hatten Spaß. Aber dass sowas dauerhaft da ist. Glück bedeutet für mich, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht, weil das sind einfach viele Stunden, die man in der Woche da verbringt. Dass ich neben Familie und Job auch Zeit habe für meine Hobbys oder für mich. Einfach Glück bedeutet für mich zum Beispiel auch einfach, dass ich mal einen halben Tag alleine einen Kaffee trinken kann, shoppen kann, einfach mal alleine sein, weil ich ja immer die Kinder um mich habe oder die Startups. Also ich bin ja durch den Job, aber auch privat immer unter Menschen. Ich bin nie allein und dann freue ich mich, ist für mich Glück auch einfach mal einen halben Tag alleine sein. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Stadtmensch. Ich könnte nie auf dem Dorf wohnen. Und selbst in der Stadt muss ich immer zentral wohnen. Also ich fahre auch mit den Öffis. Ich wohne ja auch 2 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Und für mich ist es wichtig, dass ich schnell irgendwie zum Shoppen kann, also Läden in der Nähe habe, Cafés, Restaurants, dass ich da einfach alle Möglichkeiten habe. Und auch wenn Bochum jetzt nicht die größte Stadt ist, haben wir auf jeden Fall super Gastronomie, schöne Cafés und auch einige Shoppingläden, jetzt nicht umfangreich, aber auf jeden Fall ausreichend. Und dann halt auch ein bisschen Grün, das finde ich auch immer toll, wie mit dem Stadtpark und dem Tierpark. Wir sind sehr viel im Tierpark, das liebe ich total und der ist ja auch super zentral. Also das sind Dinge, die mir wichtig sind. Mehr Grünflächen, vielleicht so Mini-Parks. Das passiert ja jetzt hier am Husemann-Karree. Dauert noch ein bisschen, aber ich hoffe, das könnte sowas sein, dass man halt auch in der Stadt sich mal irgendwie einen Kaffee holt oder was zu essen, sich hinsetzt und ein bisschen Grün sieht oder Wasser. Das wäre toll.